Entweder sprechen wir heute über einen dreisten Etikettenschwindel oder eine ziemlich clevere Idee von Kobi. Willkommen in der Noppenklätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute sprechen wir über das Kobi-Set 3131, das Sonder-Kfz 139, den Marder 3. Und wenn euch das Set bekannt vorkommt, genau in der Company of Heroes 3 Serie hatten wir schon die 3050. Was ist der Unterschied? Was hat sich Kobi hierbei gedacht? Das klären wir alles gleich hier auf meinem Bautisch. Ein neuer Karton bringt neues Glück. Anfang 2025 haben wir von Kobi aus der Historical Collection World War II das Set 3131 bekommen. 486 Steinchen mit 2 Minifiguren im Maßstab 1:35. Das Sonder-Kfz 139 Marder 3. Gab es von Kobi schon, habe ich euch am Intro erwähnt. Ob das jetzt hier ein Etikettenschwindel ist oder ob wir mehr bekommen, das schauen wir uns gleich an. Auf den ersten Blick natürlich mehr, denn wir haben hier die 5 cm Pack, wir haben 2 Minifiguren und wir haben hier Sandsäcke, Schilder sowie Ölkanister. Schauen wir uns die Rückseite an dieses Fahrzeugs, das ja typisch deutsch der damaligen Zeit, notgedrungen eine Improvisation war, mangels Kettenfahrzeugen. Deswegen ganz besonders freue ich mich auf die Fakten. Wir haben hier unseren deutschen Artilleristen, wir haben unseren deutschen Mechaniker, wir haben dieses vielsagende Schild El Alamein, dazu kommen wir später, wir haben die Fakten und wir haben die von mir erwähnte 5 cm Pack 38. Ja, wie immer liegt die Wahrheit in dem Karton und deswegen lassen wir unseren Marder, unser Nagetier, hier einmal fliegen und dann schauen wir uns, was dieser Karton im Inneren zu bieten hat, genauer an. Ja, Freunde, da liegen 18 Tüten und eine Anleitung verstreut auf meinen Bautisch. Die Anleitung und die Bautüten, 18 an der Zahl, für das Kobi-Set 3131. Die Anleitung ziemlich süß im Postkartenformat, Hochglanz gedruckt, Klammer gebunden auf Papier. Trotzdem finde ich, dass das Papier ja hier noch etwas wertiger wirkt als bei neueren Anleitungen. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass da an der Papierqualität etwas gespart wurde, aber subjektiv. Wir haben, wie gesagt, hier die Tüten alle einzeln, keine Gruppierung über größere Bauabschnittstüten. Deswegen reißen wir die Tüten auf, machen Haufen, sortieren nach Farben. Hier etwas schwierig, weil wir haben dieses Dunkeltan, also nicht viele Farben, wo wir nach sortieren können. Dann könnt ihr nach Form, Geschmack, Farbe, Geruch, wie auch immer ihr das machen wollt, loslegen. Wichtig ist, mit der 1 fangen wir an und wir hören dann bei der 72 auf. Dieses Kästchen ist immer wichtig bei Kobi-Anleitungen. Das ist die Legende. Da haben wir die Kobi-Sondersteine in verschiedenen Formaten, damit wir wissen, Slope Wedge, welchen Brick Modified und wie auch immer wir benutzen müssen. Der aktuelle Baustep ist immer der farblich hervorgehobene ist und in den Rechtecken sehen wir immer die Steine, die wir brauchen und Pfeile weisen uns oft den Weg, wie hier, dass wir einmal das Werkstück drehen müssen oder dass wir Steine ans Noppen haben. Es gibt Anlegehilfen, hier ganz wichtig für die Bars, manchmal auch für Teils, somit brauchen wir gar nicht zählen und fertig sind wir dann, wie ich euch schon gesagt habe, mit dem Baustep 72, wenn wir hier die Sandsäcke zusammenpacken. Wir haben dann noch eine Bauanleitungshilfe für die Minifiguren und die Steine, die im Set verbaut sind. Falls euch also ein Stein fehlt, habt ihr die jeweilige Nummer und könnt es bei Kobi hier unten auf der Service-Webseite gleich monieren. Ja, Freunde, hier gibt es eine Menge zu erzählen. Freut euch, es gibt viele Fakten, deswegen viel Spaß euch jetzt bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit. Heute schauen wir uns das SD-Kfz
139 bzw. den Marder III an, auch bekannt als Panzerjäger 38T mit der 7,62 cm Panzerabwehrkanone 36R, so die genaue Bezeichnung der Wehrmacht. Dieses Fahrzeug spielte eine bedeutende Rolle während des Zweiten Weltkriegs und war ein entscheidender Bestandteil der deutschen Panzerabwehrkräfte. Das SD-Kfz 139 war ein Jagdpanzer, der ursprünglich auf dem Fahrgestell des tschechischen Panzers Panzerkampfwagen 38T basierte. Dieser leichte Panzer wurde von der tschechischen Armee entwickelt und später von der Wehrmacht übernommen. Nachdem die Deutschen ihre Panzerabwehrfähigkeiten aufrüsteten, da ihnen durch stärkere Gegner Fahrzeuge dieser Klasse fehlten, wurde das Fahrgestell des Panzerkampfwagens 38T für den neuen Jagdpanzer verwendet. Auf dieses Fahrgestell wurde die 7,62 cm Pak 36 montiert, die dem Fahrzeug seine Durchschlagskraft verlieh. Was machte diesen Jagdpanzer besonders? Die 7,62 cm Pak 36R war eine exzellente Panzerabwehrkanone, die es dem Marder III ermöglichte, feindliche Panzer vor allem in der Anfangsphase des Krieges zu zerstören. Die Waffe war eigentlich eine Entwicklung der UdSSR, wurde aber in einer relativ großen Anzahl erbeutet und angepasst. Das Fahrzeug war jedoch relativ leicht gepanzert, was es anfällig für Angriffe machte. Trotzdem war die hohe Feuerkraft und die hohe Mobilität der größte Vorteil des Marder III. Der Marder III war schnell und wendig und konnte sich auf dem Schlachtfeld schnell positionieren und Panzerabwehrfeuer liefern, bevor der Feind reagieren konnte. Ursprünglich für die Ostfront konzipiert, wurde das Fahrzeug kurzfristig auch an das deutsche Afrikakorps ausgeliefert. Die britischen Truppen waren vom Marder III derart beeindruckt, dass sie glaubten, es mit der 8.8 Flak zu tun zu haben. Es wurden 30 Schuss Munition mitgeführt. Der Marder III wurde vor allem bei der Schlacht von El Alamein und anderen großen Auseinandersetzungen in Nordafrika eingesetzt. Die mobile Art des Marder III und seine Panzerabwehrkanone machten ihn zu einem effektiven Fahrzeug in der oft sehr beweglichen Kriegsführung der Wüste. Zusätzlich war der Marder III Teil der Panzerjägerabteilungen der 21. Panzerdivision und anderer Einheiten im Afrikakorps, die den Marder III für die Bekämpfung britischer Panzer in der Wüste verwendeten. Der Einsatz des Marder III in Afrika war wichtig, da er den deutschen Truppen eine nützliche Mittel zur Panzerabwehr bot, obwohl das Fahrzeug mit seiner leichten Panzerung auch anfällig für feindliche Angriffe war. 344 Fahrzeuge wurden von April bis November 1942 gebaut. Das Fahrzeug ist auf dem deutschen Kennblatt 291 beschrieben. Neben dem Fahrer wird eine Besatzung von 3 Mann angegeben. Die Besatzung des Marder III bestand wie erwähnt aus nur 4 Mann, einem Fahrer, einem Funker, einem Ladeschützen und einem Kommandanten, der auch die Rolle des Richtschützen übernahm. Mit dieser kleinen Besatzung konnte das Fahrzeug effektiv und schnell eingesetzt werden, was in der hektischen Kriegsführung von entscheidender Bedeutung war. Zusammengefasst lässt sich sagen, das Sonderkraftfahrzeug 139 Marder III war ein relativ leicht gepanzertes, aber effektives Jagdpanzerfahrzeug, das inklusive späterer Ausführungen mehr als 3000 Mal produziert wurde. Es zeigte die deutsche Kunst der Improvisation ganz deutlich und war wahrscheinlich mit die erfolgreichste Nutzung von Beutegerät in der Wehrmacht. Mit der 7,62 cm Pak 36 war es ein gefährlicher Gegner, der vor allem in der Anfangsphase des Krieges große Erfolge feierte. Seine geringe Panzerung machte es zwar anfällig für feindliche Angriffe, aber seine Wendigkeit und Feuerkraft machten es zu einem wertvollen Werkzeug in der deutschen Panzerabwehrstrategie. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen. Wenn du mehr über historische Fahrzeuge oder Klemmbausteinprojekte erfahren möchtest, dann schau auch bei meinen anderen Videos vorbei. Wie immer nun viel Spaß beim eigentlichen Klemmbaustein-Review. Panzergranate geladen. Ziel ausgeschaltet.
Nach 1 Stunde und 17 Minuten steht er da, unser Marder 3, das Sonder-Kfz 139 bzw. 139, der Jagdpanzer mit der russischen Beute-Panzerabwehrkanone auf Fahrgestell des deutsch-tschechischen Panzers 38T. T, ja, für die Tschechei. Das berühmte Skoda-Laufwerk, so hat es mein Opa immer genannt, aber ich meine, das Laufwerk wurde nicht nur bei Skoda hergestellt. Ein Set, das es ja schon mal gab, ich habe es euch ja rechts und im Intro gezeigt, die 3050, und natürlich habe ich hier ein bisschen, ja, Clickbait möchte ich nicht ganz sagen, denn ich habe es ja ausgesprochen betrieben. Wir haben bei der 3050, dem fast identischen Set aus der Company of Heroes Serie von Relic, das Game, das ich auch ganz gerne mal privat zocke, ja, 420 Steinchen, während wir hier bei der aktuellen Version 486 Steinchen haben, weil wir eine Figur mehr haben. Wir haben Sandsäcke, wir haben das El Alamein-Schild und wir haben hier unsere 5 cm Pack 38 ja auch mit dabei. Und das Interessante ist, dass Kobi uns hier eigentlich wirklich Mehrwert liefert, nicht nur wegen den Steinchen und Figuren. Nein, dieses Set kostete 39,99, dieses Set kostete 39,99 und wird bei Kobi sogar gerade im Rabatt verkauft. Also wenn ihr bei Händler dieses Set findet mit dem gleichen Preis von 36, 37 Euro, geschenkt, kauft es euch nicht, kauft euch dann diesen Marder, sonst ist er ziemlich identisch zu der 3050. Ich habe euch die anderen Kobi Marder, die ich habe, mit auf meinen Bautisch gestellt. Somit haben wir hier die Marder-Familie, was Kobi angeht, bei mir auf dem Bautisch zumindest komplett und alle schön in den Farben des deutschen Afrika Korps. Diesen Marder habe ich etwas modifiziert, eines meiner ältesten Kobi-Modelle, aber das soll euch jetzt nicht ablenken von dem Kobi-Set 3131. Die Anleitung war schön zu lesen. Wir haben hier auch das neue Kartondesign, aber das mag ich, hier diese alten grünen Umrandungen wieder. Also wir haben hier noch das etwas ältere Schema der Bauanleitungen und vollgepackt natürlich, weil wir hier quasi ja 2 kleine Sets haben, aber sie war gut zu lesen, hat sich gut weggeknuspert. Interessant ist nur die Teileanzahl, denn hier sehen wir zum Beispiel gleich in der Mitte, dass ich hier 2x2 Brick Modifieds habe. Hier die Brackets, die Snot Converter, so hießen sie glaube ich mal ganz früher. Die habe ich hier angeblich 4-mal drin, jeweils in einer verschiedenen Richtung. Aber was ganz lustig ist, bei den Teilen, die ich über habe ich die ganze Anzahl nochmal. Ziemlich krass, dass diese Teile einfach so über sind. Ich glaube, irgendein armer Tropf da draußen hat nun diese Steine nicht. Ich habe sie hier jetzt als Steine über verbaut. Habe ich sie, sonst wäre das Fahrzeug gar nicht fahrbereit. Echt cool in meinem Fall. Ich habe ja oft schon viele Teile nicht bei Kobi Sets dabei gehabt. Hier habe ich mal eine ganze Menge solcher Steine einfach on top bekommen. Danke dafür, Kobi. Ja, schauen wir uns das Typenschild an, denn das beschreibt unseren Marder ganz gut, nämlich das Sonder-Kfz 139 Marder 3 im Maßstab 1:35. Ganz lustig, dass Kobi hier kein Leerzeichen macht nach dem Punkt, nach der Abkürzung Sonder-Kfz. Dieser weiße Slope, den kennen wir, packen wir an die Seite. Ja, wir haben die Minifigur, die wir auch in der 3050 haben, unseren deutschen Afrika Korps Panzerfahrer, Besatzung, wie auch immer, mit dieser orangenen Hose, schwarze Stiefel und dann dieser grünen Feldbluse mit den grünen Hosenträgern, diesen Y-Hosenträgern. Guckt etwas ängstlich drein, einen vom Kopf her, glaube ich, etwas ältere Figur, aber der Torso natürlich schön bedruckt und diese Kombi mit der orangen Hose finde ich ganz cool. Und natürlich die Feldmütze, die wir kennen, finde ich eine tolle Figur. Aber interessanter, bessere Drucke ist die neue Figur. Der Herr guckt etwas ängstlicher rein, hat auch hier Dreck im Gesicht, Schrammen, hat aber die ja,
besseren Drucke ist die modernere Figur. Guckt euch den Torsi an. Hier unten die Schuhe alleine, die Hose cool bedruckt. Dann alleine hier die Koppel. Und dann sehen wir auf der Feldbluse Afrika quasi die rosa Litzen für einen Panzersoldaten. Und auf der Feldmütze 43 dann auch die tollen Drucke. Also eine richtig coole Figur. Von hinten nicht bedruckt, aber alleine für diese Figur, also einen richtigen DRK-Panzersoldaten, da lohnt sich dieses Set schon, finde ich. Es lohnt sich auch natürlich, dieses Set sich zu kaufen, wenn man so ein Schild haben möchte. El Alamein mit diesen 2 Fässern. Umgekehrt, hier haben wir 2 Löcher. Lustige Technik. Also wir bauen hier auf dem Kopf quasi dieses Schild, das uns quasi zu diesem damaligen Bahnhof, heute eine kleine Küstenstadt, ich meine an der Küste liegt es, gelegen, bei der die, ja, was den nordafrikanischen Kriegsschauplatz angeht, entscheidende zweite Schlacht von El Alamein stattfand. Ich meine, wie gesagt, zu der Zeit ein Bahnhof, ein kleiner Bahnhof. Heute noch bei dieser Kleinstadt, die 11.000, 12.000 Einwohner hat, ist es gefährlich, abseits der Wege sich zu bewegen, weil immer noch Munition, Blindgänger und Minen dort vergraben sind. Passt auch ganz gut, deswegen haben wir hier ein paar Sandsäcke dabei, verschiedene Farben, verschiedene Formen, alle zwar mit Kobi so gestampt, aber da wir die ja aus China kennen eigentlich, auch bei chinesischen Herstellern, glaube ich, dass Kobi diese dort vielleicht fertigen lässt oder die Formen dort auf jeden Fall gekauft hat. Finde ich interessant. Sandsäcke und Fässer kann man nie genug haben, um kleine Dioramen, kleine Schaubilder, kleine Szenen nachzubauen. Ja, kommen wir zum größten Kritikpunkt am Set, kann ich euch gleich sagen. Das ist diese Kanone, die daherkommt, als wenn sie aus Senf gepresst wurde. Klar haben wir diese Steine hier auch im Marder, aber hier finde ich, die Pack sieht etwas lieblos aus. Es gibt sie dazu, alles cool, aber zum Beispiel fehlen mir hier schwarze Räder, denn die Pack hatte nun mal eine Gummibereifung und das sieht hier schon etwas komisch aus. Ich werde mal in meinem, muss ich zugeben, Lego-Fundus gucken, ob ich da vielleicht Gummireifen finde, die ich auf diese Felgen, dann für mich sind es halt nur Felgen, ziehen kann. Sonst ja eine sehr einfache Bauweise. Ich glaube, viele werden dieses Teil schlachten und sich einfach nur auf den Marder und vielleicht die Minifigur dann fokussieren. Natürlich schön einfach gelöst. Wer Kobi-Kanonen schon mal gebaut hat, der weiß, dass es hier die einfachsten Kobi-Bautechniken sind. Es ist nice, dass es dabei ist, aber sie sieht nicht wirklich hübsch aus. Irgendwie wie so ein, ich finde sogar durch diese Bögen hier hinten, was zwar cool aussieht, funktional, aber irgendwie sieht es aus wie so ein in Senf getauchtes Skelett. Irgendwie kriegt es mich nicht so. Der Marder wiederum, der kickt mich schon. Der läuft hier leider auf meinem glatten Bautisch nicht so gut. Trotzdem läuft die Kette eigentlich sehr gut. Sie hängt so ein bisschen. Wir haben hier dieses typische Laufwerk. Wir haben tolle Drucke, nämlich hier die Palme, die typische Palme vom Deutschen Afrika-Korps. Wir sehen das Balkenkreuz, die 114, also die Bezeichnung. Wir haben hier richtig schön die typischen Eigenschaften eines tschechischen Chassis. Und dann den Aufbau mit der russischen Panzerabwehrkanone, wo sogar eine Hülse im Lauf steckt. Dieser hohe Aufbau, der typisch war für dieses Fahrzeug. Wir haben hier Kisten und Kanister und vorne die Drucke, das Maschinengewehr zur Nahkampfbekämpfung und hier auch Kisten, die sogar etwas drüber lappen. Finde ich lustig. Haben wir, wie gesagt, auch beim Set, ihr seht es im Hintergrund, identisch zur 3050. Die lange Kanone, exemplarisch für dieses Fahrzeug, der hohe Aufbau, kommt ulkig daher. Der Innenraum ist cool und auch hier dieses Gitter ist cool geworden. Also ein schönes Fahrzeug, ein schöner Snack für zwischendurch. Unten diese klaren, glatten Fliesen. Wenn man sich für Fahrzeuge aus der Epoche interessiert, wenn man sagt, hey, ich möchte mal abseits von Tiger, Panther und Co., dann sind generell diese Marder von Kobi genau das Richtige. Dieses ist etwas schwerer zu bekommen und relativ teuer heutzutage. Die beiden gibt es ja so im Verkauf, beziehungsweise gab es hier jetzt aktuell das Set 3131. Ihr bekommt natürlich jetzt Detailbilder. Ich finde, man kann sich nicht beschweren, wenn man bei Kobi jetzt dieses Set bekommt für, wie gesagt, roundabout 36, 37 Euro und im freien Handel wahrscheinlich noch mehr. Damit kann man nichts falsch machen und hat mal etwas anderes. Etwas vielleicht nicht Hübsches, aber historisch etwas anderes. Gerade, wie ich in den Fakten gesagt habe,
die Improvisation der deutschen Panzertechnik spiegelt sich hier ja wieder. Und keine Angst, natürlich gibt es Fakten jetzt zu unserer Pack. Die bekommt ihr nämlich jetzt, wenn ihr die Detailbilder bekommt, damit ihr euch selber einen Eindruck von diesem Set nochmal verschaffen könnt. Daher nochmal zum Lauschen während der Bildershow die Pack und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen, liebe Freunde. Die 5 cm Pak 38 war eine deutsche Panzerabwehrkanone, die während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde und sich als eine der wichtigsten Waffensysteme der deutschen Wehrmacht im Kampf gegen feindliche Panzer bewährte. Sie wurde 1939 eingeführt und war eine Weiterentwicklung der 3,7 cm Pak 36. Die Pak 38 hatte ein Kaliber von 5 cm, was ihr einen wesentlich höheren Durchschlag im Vergleich zu ihrer Vorgängerin ermöglichte. Die Kanone hatte eine Gesamtlänge von etwa 3 Metern und wog rund 26 Kilogramm. Mit einer Mündungsgeschwindigkeit von etwa 1000 Metern pro Sekunde konnte sie mit ihrem Panzergranatgeschoss feindliche Panzer bis zu einer Entfernung von etwa 600 Metern effektiv bekämpfen. Der maximale Durchschlag lag bei etwa 25 Millimetern, was ausreichte, um die Panzerung vieler alliierter Fahrzeuge zu durchdringen, die zu Beginn des Krieges in Verwendung waren. Besonders bemerkenswert war, dass die 5 cm Pak 38 auf einem flexiblen Lafettenfahrgestell montiert wurde, das sowohl auf dem Boden als auch in Fahrzeugen wie dem SD-Kfz 250 eingesetzt werden konnte. Dadurch war sie sehr mobil und konnte schnell in verschiedenen Einsatzgebieten stationiert werden. Ein weiteres Merkmal der Pak 38 war ihre hohe Feuerrate von etwa 20 Schuss pro Minute, was sie zu einer effektiven Waffe gegen bewegliche Ziele machte. Sie wurde in großem Umfang an die Truppen ausgegeben und war an vielen Fronten im Einsatz, insbesondere ab dem Jahr 1941. Die 5 cm Pak 38 blieb bis zum Ende des Krieges in Produktion und wurde später von leistungsfähigeren Waffen wie der 7,5 cm Pak 40 abgelöst. Zusammengefasst war die 5 cm Pak 38 eine der vielseitigsten und erfolgreichsten Panzerabwehrkanonen der frühen Kriegsjahre, die sich in vielen Schlachten als äußerst wirkungsvoll erwies. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als dass ich hart am Grübeln bin, vielleicht doch noch das ein oder andere Rework-Set aus der Company of Heroes 3 Serie mir zu besorgen. Gibt ja einige, denn die sind ja fast alle neu aufgelegt worden, bis auf den Battle Pack. Ja, ich bin ziemlich glücklich mit unseren Marderchen hier. Natürlich hat das Set mehr Steine und die Pack ist etwas hässlich, aber die mehr Steine sind zum Beispiel ein Typenschild, das ich ziemlich cool finde, und die Figuren finde ich halt auch ganz nice. Die Kubi-Figuren werden sowieso immer besser. Und es ist ja auch irgendwie logisch, dass Kubi hier diese Molds, diese Formen dieses Sets nicht einstampfen möchte, nur weil sie nicht mehr die Lizenz haben mit Relic, den Software bzw. den Game-Hersteller. Ganz normal würde ich, wenn ich Kubi wäre, auch machen. Deswegen finde ich dieses Neuauflegen, umverpacken, paar Sachen dazu machen und dann preislich im gleichen bleiben eigentlich ganz nice. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt mir eure gerne unten in die Kommentare. Natürlich wie immer, wenn ihr historische Ergänzungen habt, auch gerne in die Kommentare. Lasst es mich einfach wissen. Und dann verbleibe ich wie immer, auch wenn so ein Marder ein Panzerchen ist, aber am Ende steht ja immer Sonder-Kfz und ein Kfz ist ein Auto. Deswegen wünsche ich euch wie immer eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.